A well-managed plant looks silent and boring. Das hat Peter Drucker gesagt und das stand vor 11 Jahren am Ende der Yokogawa-Präsentation. Was meinen Sie? Stimmt das auch heute noch? Ist es wirklich so, dass das alles so ruhig vor sich gehen muss? Lassen Sie mich den Zeithorizont etwas weiter spannen, um diese Frage zu beantworten. Die Geschichte der industriellen Chemie hat zu einer Zeit begonnen, da war von Automatisierung noch überhaupt keine Rede. Handwerkliche Fähigkeiten bestimmten damals die Produktion. Ja? Spaten für Pulver, Bottiche für Flüssigkeiten. Und es blieb auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert so. Im Lauf der Zeit wuchs das Prozesswissen, stand immer mehr und bessere Daten zur Verfügung. Die Komplexität und die Marktanforderungen stiegen, aber auch die Produktivität in der Prozessindustrie enorm an. Bis hin zu den riesigen Conti-Anlagen der Petro- und der Basischemie, die wir heute haben. Aber auch diskontinuierliche Prozesse erfordern heute weit mehr als einen Rührkessel, erst recht, wenn individuelle Produkte, individualisierte Produkte erzeugt werden sollen. Grundlegende Anforderungen, die Sie als Anlagenbetreiber stellen, sind aber gleich geblieben. Die Produktion muss sicher, zuverlässig, effizient sein und das Bedienpersonal muss die ihnen anvertrauten Prozesse verstehen, beherrschen, bestmöglich steuern. Und um das zu gewährleisten, brauchen wir mehr als hochentwickelte Verfahrenstechnik, mehr als Kessel und Rohre, immer leistungsfähigere Sensoren und Aktoren, Elektrik, Elektronik, Informations- und Kommunikationsnetzwerke sind heute unverzichtbar geworden, in Anlagen und in Betrieben, aber auch darüber hinaus. Künftig werden sie rein softwarebasierte Lösungen ohne irgendwelche Hardware weiter an Bedeutung gewinnen. Aber der Reihe nach. Seit unser erstes Leitsystem 1975 auf den Markt kam, ist die Automatisierung kontinuierlich effizienter, flexibler, besser geworden. Da wurden immer mehr Daten über immer leistungsfähige Bussysteme geschickt. Da gab es diverse Generationswechsel bei den IT-Komponenten. Unix, Windows NT, demnächst Windows 10. Und dabei ist Yokogawa zu keiner Zeit Kompromisse in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit eingegangen. Stattdessen waren und sind wir Vorreiter der technologischen Entwicklung. Belege dafür sind ein kontinuierlich weiterentwickeltes Leitsystem, das dabei über Jahrzehnte backwards, also rückwärts kompatibel war, Investitionssicherheit für Sie als Betreiber. Ein Leitsystem, das von wenigen 100 bis zu Millionen Tags skalierbar ist, Zukunftssicherheit. Mit einer am Markt einzigartigen Verfügbarkeit von Hard- und Software, Verlässlichkeit und der weltweit ersten vollständig integrierten sicherheitsgerichteten Steuerung, Informationstransparenz. Der letzte Punkt, die integrierte sicherheitsgerichtete Steuerung, die ist nicht unumstritten. Also nicht jeder hier im Saal ist schon Fan von separater funktionaler Sicherheit. Von integrierter, aber separater funktionaler Sicherheit. Dennoch, mit dieser Lösung liegen wir auf Augenhöhe mit der bisherigen Nummer 1 und wir wachsen weiter stark. Die Kombination aus Leitsystem und sicherheitsgerichteter Steuerung ist für Yokogawa nach wie vor das bewährte leistungs- und entwicklungsfähige Herzstück der Automatisierung in der Prozessindustrie. Yokogawa hat rund 40.000 Systemprojekte, da sind sie bisher erfolgreich abgewickelt. Im Durchschnitt sind es 2,7 Projekte am Tag. Das ist weltweit, nicht in Deutschland, also noch nicht in Deutschland. Und wir werden diesen Weg der Kontinuität weitergehen, weil wir von seinem Nutzen absolut überzeugt sind. Bei aller Kontinuität, es hat sich aber doch auch einiges geändert. Die Struktur der Automatisierung,
der Automatisierung in der Prozessindustrie gewissermaßen eine Landschaft, entwickelt sich weiter, dehnt sich aus. Und Treiber ist ganz normal das Streben nach immer mehr Effizienz, Produktivität, Profitabilität. Und es gilt gerade jetzt an der Schwelle zu einer echten Revolution, wie sie Industrie 4.0 und das Internet der Dinge zu uns bringen. Ja, die Treiber, Effizienz und bessere Ergebnisstellung unserer Fabrikationen, das sind die Treiber für Industrie 4.0 und das Internet der Dinge, nichts anderes. Nach wie vor beginnt die Automatisierung nah am verfahrenstechnischen Prozess in Feld- und Messwarte. Dort schlägt das automatisierungstechnische Herz des Betriebs und dort liegt ein Schwerpunkt unserer Kompetenz. Zuverlässigkeit hat auch hier höchste Priorität. Und das gilt es in Industrie 4.0 zu erhalten, auf keinen Fall zu reduzieren. Die fortschreitende Automatisierung hat zunehmend weiter Potenzial erschlossen. Planned Asset Management oder Advanced Process Control sind hier die Stichworte, nennen wir es mal anlagennahes MES. Der einzelne Produktionsbetrieb ist schon heute ein komplexes IT- und Steuerungsnetzwerk eingebunden. Automatisierungstechnik ermöglicht es, wirtschaftlich attraktive Produktions- und Geschäftsabläufe zu realisieren. Und die Entwicklung geht weiter. Die Integration von Daten über Betriebe, Standorte, Unternehmen, ganze Wertschöpfungsketten hinweg wird noch mehr Flexibilität und Effizienz erschließen. Die Remote-Anbindung von Entwicklung und Servicepartnern trägt dazu ihren Teil bei. Und mit Industrie 4.0 wird das Zusammenrücken von den Wünschen Ihrer Kunden und der Produktionsanforderungen weiteren Mehrwert generieren. Es werden neue Vorgehensweisen, neue Geschäftsmodelle entstehen, ein Prozess, den wir aktiv gestalten, dazu im Anschluss mehr von Cross-Sun. Wenn immer mehr Daten in immer komplexeren Netzwerken verarbeitet werden, dann stößt die Automatisierungspyramide, die wir ja alle so lieb gewonnen haben, an ihre Grenzen. Das sollte uns aber nicht verunsichern, denn sie ist nur ein Modell und Modelle haben eine begrenzte Gültigkeit und auch eine begrenzte Lebensdauer. Um Industrie 4.0 in der Prozessindustrie zu verwirklichen, benötigen wir jedenfalls offene, flexible, modular aufgebaute Strukturen, ohne jegliche Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen. Lassen Sie mich das für den Rest des Vortrags an Beispielen aus 3 Themenkreisen verdeutlichen. Einmal ein flexibles automatisierungstechnisches Rückgrat, das erwarten Sie von uns. Maßgeschneiderte Lösungen für eine optimierte Produktion, das Motto der heutigen Veranstaltung. Und Yokogawas umfassendes Dienstleistungsangebot, Service, wo, wann und wie Sie ihn benötigen und wie er zu Ihnen kommt. Beginnen wir mit der Kernkompetenz, dem Leitsystem. Hier ticken die Uhren zwar manchmal langsamer als in der IT-Welt, aber auch da bleibt die Zeit nicht stehen. ExxonMobil hat jüngstens die Vision einer vollständig offenen Automatisierung vorgestellt. Ja, Koexistenz von Interaktion von Software und Hardware der verschiedensten Hersteller in einem Automatisierungsansatz, in einer Automatisierungslösung. Echtes Plug and Play. Bedienen und Beobachten von Vendor A, prozessnahe Steuerung von Vendor B. Wie man sich systematisch dieser Herausforderung nähern kann, stellt Ihnen Herr Klettner und Herr Dr. Tauchnitz gleich nach der Pause aus Sicht der Namur dar, Namur Open Architecture. Unser erster Schritt in diese Richtung ist eine vollständig offene Busarchitektur. Das ist noch nicht das, was ExxonMobil verwirklicht haben will, aber ist unser erster konkreter Schritt. Und er bringt bereits heute Vorteile. Zentrale Komponenten dieser Automatisierung ist ein internetbasierter, redundanzfähiger Bus, an den über Standardprotokolle beliebige Geräte und Systeme angeschlossen werden können. Das Bussystem besitzt 3 getrennte Kanäle. Einen für prozess- und sicherheitsgerichtete Steuerung. Einen zweiten für, was wir beliebiges I/O nennen.
und einen sogenannten offenen Kanal für alles andere, etwa Sensorik und Aktorik aus dem Universum des Internets der Dinge. Für die Kommunikation von Leit- und Sicherheitssystemen setzen wir auf unser bewährtes VNet-IP gemäß IEC-Standard, um speziell den Datenverkehr der sicherheitsgerichteten Steuerung und des Leitsystems vollständig abzukapseln, vollständig abzugrenzen. Ein Sicherheitsserver überwacht und steuert die Kommunikation zwischen den einzelnen Buskanälen. Er stellt zugleich sicher, dass diese vollständig rückwirkungsfrei auf die betriebskritischen Komponenten bleiben. Weitere optionale Teilsysteme können via OPC-UA oder Alternativen eingebunden werden. Unterstützt wird dies durch dedizierte Server für Betrieb, Produktion, Asset Management. I/O-Baugruppen lassen sich nun direkt an den Bus anschließen. Und damit können alle Controller direkt auf denselben Prozesswert zugreifen. Und das sorgt für, man nennt es flache Hierarchie, eigentlich ist die Hierarchie nicht mehr da. Und damit natürlich auch einen sicheren, multidirektionalen Datenaustausch. Auch Package Units, internetgestützte Dienste, können diesen offenen Kanal benutzen. Und somit haben sie alle Flexibilität und Zukunftssicherheit, auch die Flexibilität, Lösungen zu konstruieren, die über das traditionelle Leitsystemportfolio hinausgehen, ohne dass sie irgendwelche Abstriche irgendwelcher Art bei Zuverlässigkeit und Sicherheit machen. Klingt komplex. Wer soll das denn engineeren? Und wer trägt die Verantwortung? Ja, Sie natürlich. Aber wir helfen da natürlich gerne bei. Mit unserer Automation Design, kurz AD Suite, haben wir 2015 ein universelles Engineering-Werkzeug eingeführt, das wir nun schrittweise weiterentwickeln und weiter positionieren. Denn eine offene Architektur lässt sich nur mit einer integrierten Engineering-Plattform realisieren. AD Suite ist modular aufgebaut. Sie kann viel mehr als Modul- und Bulk-Engineering. Lassen Sie sich überraschen, was Sie demnächst damit noch alles engineeren können. Module für die automatisierte Dokumentation, das Änderungsmanagement erleichtern die alltägliche Arbeit. Und der Begriff As-Built verliert damit vollständig seinen Sinn, weil es nichts mehr anderes gibt als As-Built. Immer ist alles automatisch auf dem aktuellen Stand. Jederzeit. Daten können bidirektional mit dem CAE-System ausgetauscht werden, klassisch, wie Sie das kennen, über I/O-Listen, aber auch via AML-Dateien nach NE 150. Applikationen können einfach durch Kombination von Klassenmodulen und Designinformationen erstellt werden. Eine zentrale Modulbibliothek, die zum Beispiel in Ihrer privaten Cloud liegen kann, aber nicht muss, vereinfacht die standardisierte Auslegung von Automatisierungssystemen. Ganze Applikationen können auf andere identische Teilanlagen übertragen werden, völlig ohne Modifikation. Spätere Änderungen lassen sich per Mausklick simultan und identisch auf Teilanlagen verteilen. Das macht Engineering, vor allen Dingen aber das Re-Engineering und spätes Re-Engineering im Lebenszyklus einer Anlage einfacher und hilft, Fehler zu vermeiden. Einmal entwickeln, vielfach nutzen. Dass das für mehr Effizienz sorgt, ist einleuchtend und Details zu einem Proof of Concept erläutern Ihnen Experten von Air Liquide und Yokogawa im Workshop Single-Click Configuration. Gleichzeitig erschließt Ihnen ID Suite die modulare Automatisierung von verfahrenstechnischen Modulen, indem sie einen automatisierten Austausch per Design erlaubt. Dort definierte Typicals bilden bereits weitgehend die Struktur des von der Namur definierten MTP-Containers ab. Wie Automatisierungsinformationen aus Package Units via Module Type Package MTP einfach und direkt in die AD Suite gelangen, demonstrieren wir Ihnen auch später draußen in der Ausstellung.
Damit ist AD-Suite das einzige Werkzeug, das Sie fürs komplette Automatisierungsengineering benötigen, auch im Zeitalter der Internet der Dinge. Durchgängige Datenkonzepte, wie ich gerade für das Engineering vorgestellt habe, die bringen natürlich auch im Anlagenbetrieb Vorteile. Sie erlauben es, sowohl Teilprozesse als auch Prozessführung als Ganzes zu erfassen, zu überwachen, zu optimieren. Dafür ist nicht nur unsere automatisierungstechnische Kompetenz, die Kompetenz hier im Raum vonnöten, sondern auch Ihr fundiertes Prozesswissen. Und was Yokogawa hier auszeichnet, wie wir etablierte Methodik auf der einen Seite kreativ in Lösungen einbringen. Etablierte Methodik in Ihre Lösungen einbringen. Und dazu habe ich Ihnen 3 Beispiele mitgebracht. Lassen Sie mich mit einem Operator-Assistenzsystem beginnen. Eigentlich eine simple MES-Funktionalität. Denn Grundvoraussetzung für jede erfolgreiche Produktion ist reproduzierbare Prozessabläufe und gleichbleibend hohe Produktqualität. Das klingt trivial, wollen wir doch alle, sind wir alle danach her. Speziell aber in Batch-Anlagen, vielleicht manchmal älteren Installationen, vielleicht mit vielen nicht oder nur teilautomatisierten Arbeitsschritten, ist es aber überhaupt nicht trivial. Gerade hier kann Reproduzierbarkeit über verschiedene Betriebsmannschaften, Standorte, Weltregionen, fast hätte ich Weltreligionen gesagt, und Kulturen hinweg zu einer echten Herausforderung werden. Yokogawa hat hier ein auch von der Betriebsmannschaft einfach konfigurierbares und auf Schrittketten sowie logischen Überprüfungen basiertes Assistenzsystem bei einem asiatischen Hersteller von Elektrochemikalien implementiert. Hier ist das Befüllen eines Kessels dargestellt. Einfache Unit Operation. Auf einen Blick erschließt sich, wo im Gesamtprozess man gerade ist, welcher Teilprozess, welcher Teilschritt gerade bearbeitet wird. Detaillierte Instruktionen zu jedem dieser Schritte, passende Eingabeaufforderungen und die jeweilige Bestätigung der erfolgreichen Durchführung bzw. einer logischen Überprüfung verhindert Fehler oder dass etwas vergessen wird. Bedienlogik wird hier global und kulturübergreifend, eine ganz wichtige Komponente, kulturübergreifend umgesetzt. Eine interaktive Demonstration dieser Anwendung finden Sie auch in unserer Ausstellung. Sie merken schon, wo ich Sie hin haben will. Ja? Also Best Practices als Quintessenz von Betreibererfahrung ist die Grundlage solcher Schrittketten. Sie können auf dem Weg über das Assistenzsystem auch zwischen Betriebsstätten übertragen werden. Außerdem werden natürlich Arbeitsabläufe exakt und vollständig rückverfolgbar dokumentiert, auch mit vielen manuellen Zwischenschritten. Höchste und gleichbleibende Produktqualität ist das Resultat, dank einer einfachen, problemleichten, intuitiv bedienbaren Softwarelösung. Etablierte Methodik, problemorientiert umgesetzt. Aber Batch ist nicht alles. Advanced Process Control zeigt seine Stärken und Erfolge eher bei den großvolumigen Conti-Prozessen. Eigentlich ein alter Hut, werden Sie vielleicht sagen, und so aufwendig. Mit der Plattform für Advanced Control and Estimation, PACE, wird das anders. Wir haben sie gemeinsam mit Shell entwickelt und die neue Plattform ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von APC-Kontrollschemata, indem sie alle zeitaufwendigen Arbeiten, Verriegelungslogiken, Schrittkettenanalysen überflüssig macht. Regelgüte und Robustheit ist gegen externe Störungen erhöht und all das trägt zur Akzeptanz in der Betriebsmannschaft bei. Darüber hinaus können Sie die Inbetriebnahme von Reglern erheblich verkürzen und profitieren in der Bedienphase, in der Betriebsphase von umfassenden Simulationsmöglichkeiten. Modellprädiktive Regelung ist damit völlig einfach umsetzbar geworden, ohne den Schrecken, den das einmal hatte. Solche dynamischen, modellbasierten Verfahren werden in der Prozessindustrie schon lange eingesetzt und sind deshalb verbreitet. Statistische Methoden hingegen
Big Data, Right Data, Smart Data sind zwar ebenfalls seit Jahrzehnten bekannt, die meisten nicht unter diesen Namen, aber zwar in der Fertigungsindustrie etabliert, aber noch nicht in der Verfahrenstechnik. Im Prozessumfeld bisher nicht durchgesetzt. Zu Unrecht, wie wir meinen, denn auch hier wird aus vorhandenen Prozessdaten Wissen erzeugt. Hier ein Beispiel aus einem Betrieb eines japanischen Produzenten. Ein spezieller Polymerisationsprozess tendiert dazu, den normalen Reaktionspfad zu verlassen. Aber wann fängt es an? Sehen Sie das in den Temperaturverläufen? Wenn nicht, dann riskieren Sie eine Notabschaltung. Frühe Anzeichen für einen solchen Shutdown sind aus den elementaren Messwerten überhaupt nicht oder allenfalls nur schwer und mit viel Betriebserfahrung auszumachen. Sie kennen das auch privat. Sie sind beim Arzt, es geht Ihnen nicht gut, er nimmt Ihnen alle Blutwerte ab, die sind auch gut, aber es geht Ihnen trotzdem nicht besser. Ohne aufwendige spezielle Online-Analytik, einfach anhand einiger ohnehin installierter Temperaturmessungen, konnten wir mithilfe multivariater Statistik, einer Big Data-Anwendung, wenn Sie so wollen, über ein Abstandsmaß den künftigen Prozessstatus zuverlässig vorhersagen und die dafür relevanten Parameter wurden zuvor in Diskussion mit der Betriebsmannschaft identifiziert. Das von Yokogawa verwendete Abstandsmaß ist die Mahalanobis-Distanz, MD. Je größer MD, desto weiter vom Normalzustand des Prozesses. Schauen wir uns das einmal am eben gezeigten Beispiel an. Zunächst ist hier alles im grünen Bereich. Dann aber steigt MD über einen vordefinierten Grenzwert signifikant an, lange bevor die Trendkurven der Prozesswerte ein kritisches Ereignis erahnen lassen. Mit rund 5 Stunden Vorlauf können wir in diesem Fall vor einer möglicherweise instabilen Prozessfortführung warnen. Früher waren das, wenn überhaupt, nur Minuten. Und das gibt der Betriebsmannschaft ausreichend Zeit zum Handeln, wie ich finde, ein tolles Beispiel für Co-Innovation. Erst mit den richtigen Daten, dem spezifischen Prozesswissen und der Erfahrung im Umgang mit den Werkzeugen wird daraus eine funktionierende Lösung, die proaktives Handeln bei der Betriebsmannschaft ermöglicht. Mit dem Einsatz solcher Softwarelösungen, aber auch mit dem Einsatz von mehr oder besserer Sensorik, die Sie auch in der Ausstellung finden können, sind wir nur einen Schritt entfernt von einer wirklich intelligenten, selbststeuernden und auch in Schritten zumindest selbstoptimierenden Anlage. Um das realisieren zu können, um all diese Potenziale umsetzen zu können, stellen wir nicht nur die Werkzeuge, sondern auch in begleitender Dienstleistung unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten dieser Art zur Verfügung. Solche Beratungsleistungen sind ein Eckpfeiler unserer Services. Und damit bin ich bei meinem letzten Themenschwerpunkt, die Art und Weise, wie unsere Lösungen zu Ihnen kommen. Erst mit einem auf Sie zugeschnittenen Service wird aus einem Produkt unserer Leistung eine Lösung. Die Grundlage unserer Services schafft unser Global Response Center in Japan. Zusammen mit einem weltumspannenden Netzwerk von 10 Regional Response Centern, 200 Service-Niederlassungen in 80 Ländern und etwa 2000 Serviceingenieure. 24/7 rund um die Welt. Doch Yokogawa Service ist mehr als Wartung und Troubleshooting. Unser Spektrum an Lebenszyklus-Services sorgt dafür, dass Automatisierung größtmöglichen Nutzen stiftet. Das beginnt mit der Planung und Konzeption und es schließt Plant Asset und Sicherheitsmanagement sowie eine Modernisierungsstrategie ein. Als Single Point of Contact sind wir Ihr Ansprechpartner in allen Fragen der Automatisierung. Remote Services gehören bereits seit langem zu den Aufgaben unseres globalen Netzwerks. Darunter fällt jetzt nicht nur die Kommunikation mit unseren Response Centers, wir überwachen auch selbstständig Kundenanlagen in aller Welt, berechnen und visualisieren Security KPIs, erfassen in Echtzeit den Status der Automatisierung Ihrer
weltumspannenden Produktionsnetzwerke. 24/7 heißt bei unvorhergesehenen Ereignissen die Betriebsmannschaft mit Rat und Tat zu unterstützen und auch selbst einzugreifen, ohne dass Zeit für eine Anreise verloren geht. Und damit decken wir alle Ebenen des Remote Operation gemäß der Namur-Empfehlung 161 ab. Das bedeutet mehr Verfügbarkeit, weniger Produktionsausfall und das zu optimierten Kosten. Oben in der Ausstellung stellen wir Ihnen Remote Maintenance und Remote FAT live vor. Sie haben gleich in der Kaffeepause, danach natürlich auch, die Möglichkeit, ein Yokogawa-Leitsystem in Indien und in Singapur abzunehmen. Aber auch vor Ort, im Betrieb, sehen wir große Verbesserungspotenziale bei Wartung und Instandhaltung. Assistenzsysteme können auch hier helfen. Schon länger ist uns das im Alltag vertraut, dass visuelle Eindrücke mit zusätzlicher Information angereichert werden. Man nennt es Augmented Reality, erweiterte Realität, AR. Sie kennen das von Fußballübertragungen im Fernsehen, ja, wo Sie Torentfernungen eingeblendet bekommen. Yokogawa setzt Augmented Reality schon länger bei seinen Mobile Solutions ein, nachdem sie etwa bei CF Carbons hier im Industriepark Höchst erfolgreich erprobt wurden. Dort werden Wartungsaufgaben vereinfacht und beschleunigt. Eine sichere Identifikation von den Geräten im Feld etwa beugt folgenschweren Verwechslungen vor. Dazu benötigt man keine vollständig virtuelle Welt auf Datenbrillen. Es reicht schon, wenn Sie ergänzende Informationen einfach direkt vor Ort wirklich zugänglich haben. Wenn Sie etwa beim Blick auf ein Ventil Diagnoseinfo, Wartungsintervall, Wartungsanforderungen, Ersatzteilverfügbarkeit, Rohrleitungszustand komplett angezeigt bekommen. Für jedes Rohr, wo Sie Ihr Gerät drauf richten. Jeden Aktor, jeden Sensor, wo Sie Ihre Kamera drauf richten. Der Mitarbeiter rechts im Bild jagt also keine Pokémons. Das Handyspiel ist dennoch ein gutes Beispiel für Augmented Reality, nur eben nicht in der Prozessindustrie. Obwohl auch schon welche in Anlagen gesichtet wurden. Augmented Reality bringt mehr Effizienz bei gleichzeitig mehr Bedienerfreundlichkeit, mehr Ease of Interaction. Dahinter stecken große Kosteneinsparpotenziale, wenn etwa der Zeitbedarf für Wartungseinsätze nachweislich auf die Hälfte gesenkt werden kann. Das sind drastische Einsparungen durch relativ einfache Mittel. Dass aus der Ferne noch viel mehr möglich ist, als in der chemischen Industrie bisher üblicherweise realisiert, belegen Beispiele aus der Öl- und Gaswirtschaft. Treiber für diese Lösungen sind dann hohe Personaleinsatzkosten, etwa auf Offshore-Plattformen, dann teure und erschwerte Personalwechsel, Sie müssen hinfliegen und zurück, und ein oft ungerechtfertigter Dauereinsatz von hochqualifiziertem Personal. Beispielsweise einen Kompressorexperten, den Sie wochenlang auf derselben Plattform beschäftigen. Dass das auch anders und besser geht, beweist ein Projekt, das wir bereits 2007 im Golf von Mexiko durchgeführt haben. Dabei werden Ölförderplattformen im Golf unter sogenannter Remote Assisted Operation, das ist nicht ganz Remote Operation, aus New Orleans betrieben, aus 1000 Kilometer Entfernung. Die dortigen Experten unterstützen im Bedarfsfall und nur dann eine kleine, sehr kleine Mannschaft auf der Plattform. Und gerade für diese Vorortmannschaft sind Informationen eines Augmented Reality Systems extrem hilfreich. Denn wenn der Einzugsbereich eines Einzeloperators sehr stark wächst, ist er eigentlich immer in einer Anlage, die er vorher noch nicht gesehen hat. Und da braucht er mehr Info, wie ihm heute normalerweise geben. Ein echtes Remote Operations Beispiel im Sinne von der NE 161 ist der Betrieb der Gasförder- und Lagereinrichtungen der NAM. Das ist ein Joint Venture von Shell und ExxonMobil in Holland. Im Groningen Support Center überwachen und bedienigen wenige Operator seit 2009 ein weit verzweigtes Netz von Anlagen von 30 völlig unbemannten, vollautomatisierten Stationen.
Das alles mit einem einzigen Leitsystem automatisiert. Es hat rund 1 Million Tags. Und in Groningen arbeiten Experten von NAM, Yokogawa, Hand in Hand. Die durchschnittliche Belastung der Operateure in dieser weltweit größten DCS-Applikation liegt trotz eines hochdynamischen Anlagenbetriebs bei 6 Alarmen die Stunde, max. Prozess, Alarm, Ereignisinformationen sind unternehmensweit verfügbar und bilden zusammen mit den Daten aus dem ERP-System die Grundlage für zustandsbasierte Wartung und Operational Excellence. John Hovland von Shell und Dr. Michael Kraus von der BASF werden gleich anschließend im Co-Referat eingehend über Remote Operations berichten, basierend auf diesem Beispiel. Alle solche Remote-Anwendungen wären völlig undenkbar, ohne dass wir ein hohes Maß an IT-Sicherheit haben. Und das gilt umso mehr, wenn Prozessautomatisierung und Prozessführung künftig vom offenen Datenaustausch, vom Internet der Dinge, von Industrie 4.0 wirklich profitieren sollen. Automatisierungssicherheit ist damit eine spezifische Ausprägung der IT-Sicherheit und damit Voraussetzung für funktionale Sicherheit. IT-Sicherheit als Voraussetzung für funktionale Sicherheit. Yokogawa hat einen effizienten Weg zu einer hochverfügbaren IT-Infrastruktur gefunden. Das startet beim Basecamp. Es beginnt an der Basis bei organisatorischen Maßnahmen in Ihrem Betrieb, Zugangskontrollen, Hardware-Sicherung, USB-Schlösser, einfache Dinge. Vom Basecamp geht es weiter zu Authentifizierungsmethoden, geeignete Netzwerkarchitektur. Nach dem Basislager kommen Server- und Applikationssicherheit. Und es reicht hin bis zu Redundanz- und Backup-Strategien sowie Notfallpläne an der Spitze. Aber so ein Konzept reicht nicht. Es muss umgesetzt, geübt, gelebt, überwacht, kontinuierlich aktualisiert werden. Und das erfordert sicherheitskundige Menschen mit Automatisierungshintergrund. Sie würden nicht zu Ihrer IT-Abteilung gehen damit. Menschen von Yokogawa. Unser Vorgehen stützt sich auf Technologien, Prozessen, Experten, zertifizierte Produkte, systematische Tests und Best Practices in der Umsetzung schaffen den Rahmen. Im Zentrum stehen unsere weit mehr als 570 Sicherheitsexperten und zusätzlich arbeiten in allen Regionen, die Yokogawa bedient, Sicherheitsexperten, die nach dem international anerkannten Standard zertifiziert sind als Global Industrial Cyber Security Professional, GICSP. Deren Anzahl und globale Verteilung ist einmalig in unserer Industrie. Yokogawa ist hier absolut führend, mit Abstand. Gemeinsam mit dem IT-Partner Cisco Systems und unserem Kunden Shell haben wir eine umfassende, standardisierte Sicherheitslösung entwickelt. Globale Kunden wie Shell betreiben leider nicht nur Yokogawa-Leitsysteme und Automatisierungskomponenten. Secure Plant wird dieser Anforderung gerecht, gerade wenn Automatisierungskomponenten vieler verschiedener Hersteller involviert sind. Denn Automation Security Ihrer Anlage ist zunächst einmal kein Thema, das bei irgendeinem Hersteller liegen sollte, sondern bei Ihnen. Der Sicherheitsstatus aller angeschlossenen Systeme wird kontinuierlich in Echtzeit verifiziert, protokolliert. Experten und die entsprechenden Ressourcen stehen der Betriebsmannschaft rund um die Uhr zur Seite. Secure Plant ist eine Sicherheitslösung im Einklang mit Unternehmens- und IEC-Standards. Es gibt einen Workshop Automation Security, da können Sie mehr über den Yokogawa Königsweg zum Sicherheitsgipfel erfahren. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich bis jetzt hier begleitet haben. Keiner hat den Saal verlassen. Auf meinem Weg von betriebskritischen Anwendungen, betriebskritischer Kern, Automatisierung, zu Lösungen, die helfen, größtmöglichen Nutzen aus den Prozessdaten und der Automatisierung zu generieren. Künftig
wird es immer häufiger auch über die Betriebssystemebene hinausgehen. Beyond the plant. Anlagen, Standorte, ganze Unternehmen wachsen zusammen. Wertschöpfungsketten werden integriert. Industrie 4.0, das Internet der Dinge, wird weitere Wachstumsimpulse geben. Wir als Yokogawa agieren hier pragmatisch mit Lösungen, die Ihnen, unseren Anwendern, auf jeder Evolutionsstufe bestmöglich unterstützen. Und wir haben dabei Ihre Sicherheit und die Ihrer Systeme im Blick. Wir, das sind 18.600 Mitarbeiter von Yokogawa in 59 Ländern der Erde. Was mich persönlich nach vielen Jahren in der Automatisierungsbranche immer wieder fasziniert, ist, dass trotz all diesen Hightechs, über das wir Tag aus Tag einsprechen, es Menschen sind, die ihre Projekte erfolgreich umsetzen. Dass es Menschen sind, die interagieren und Probleme lösen und dass es letztlich Menschen sind, die mit Teamgeist zum Erfolg führen. Und das ist es, wofür Yokogawa wirklich steht. Global mit den richtigen Technologien und den richtig qualifizierten Menschen, die ein tiefes Verständnis für ihr Geschäft mitbringen, ihre Projekte zum Erfolg führen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.